Lidi ist nicht nur das, was Schule immer hätte sein sollen, sondern die meisten Menschen beschweren sich in Deutschland, Österreich und der Schweiz über das Bildungssystem, während wir einfach ein vollkommen neues gebaut haben. Eins, was Menschen dabei hilft, im Leben klarzukommen, mit sich klarzukommen, ihre Wunden der Vergangenheit zu heilen und im Leben extrem erfolgreich zu werden, sich selbstbestimmt finanzielle Freiheit zu kreieren. Hallo und herzlich willkommen zu Lidi, der Podcast. Verpasse diese Folge und du verpasst ein geiles Leben, ist der Titel dieser Episode und ich freue mich riesig, neben mir den Gründer von Lidi begrüßen zu dürfen. Hallo Damian. Ich freue mich riesig, heute hier in diesem Podcast zu sein. Denn dieser Podcast, glaube ich, wird Wellen schlagen. Und wir haben uns überlegt, wir machen das zusammen, nämlich mit dem lieben Valentin. Wir kennen uns schon über 14 Jahre, ne? Ja, Und haben schon eine ganze Menge Menschenleben gemeinsam verändert. Und Lidi ist ja eine Idee, die Menschen dabei hilft, von dem Punkt, wo sie jetzt sind und nicht mehr sein wollen, zu dem Punkt kommen zu wollen, wo sie wirklich hinwollen. Und das mit einer Systematik, die es, glaube ich, auf diese Art und Weise noch niemals zuvor gegeben hat. wenn du dich jetzt also gerade fragst, was ist eigentlich Lidi, in einem Satz zusammengefasst, was würdest du sagen? Naja, Lidi steht für Time to Lead Yourself. Das wahrscheinlich modernste, abgefahrenste, einzigartigste Mental-Trainingsprogramm für Veränderung, für Spitzenleistung, Spitzenerfolg, für ein sehr, sehr außergewöhnliches Leben. Lidi ist das, was Schule schon immer hätte sein sollen. Denn Lidi bringt Menschen von all den Inhalten, die wir produzieren, das bei, was Menschen in der Schule nicht lernen. Ich meine, was lernen wir in der Schule? Wir lernen in der Schule sprechen, ja, manchmal sprechen, schreiben, rechnen, ein bisschen Physik, ein bisschen Biologie, Bienen und Blümchen haben wir alle durch. Wir lernen in der Schule etwas über die Erde, etwas über das Soziale. Aber lernen wir in der Schule, wie Geld funktioniert? Lernen wir in der Schule, wie man Business aufbaut? Lernen wir in der Schule, wie Marketing funktioniert, wie man selbstbewusst wird, wie Liebe funktioniert, wie Beziehung funktioniert? Lernen wir in der Schule, was Steuern sind und wie Steuern funktionieren, wie man manifestiert, wie man Ideen aus dem Kopf in die Realität bringt, wie man Haus baut, wie man Menschen führt, all das, lernen wir das in der Schule? Also ich habe es in der Schule nicht gelernt. Ich auch nicht. Und deswegen bin ich ultra dankbar, dass ich Lidi kenne und jetzt hier neben dir sitze. Du hast es gerade schon super zusammengefasst. Lead Yourself ist ja das Motto von Lidi, daher also auch der Name Lidi. Und ich meine, man kann lernen, wie man ein Unternehmen führt, wenn man sich dafür interessiert. Man kann auch lernen, wie man Menschen führt, aber sich selbst zu fühlen, auch das ist etwas, was in der Schule verpasst wird. Auch wie man die eigenen Emotionen führt, wie man die eigenen Gedanken kontrolliert. Das sind alles Inhalte, die in Lidi vorkommen. Wir wollen aber gar nicht zu sehr über Lidi an sich sprechen. Das kannst du selber kennenlernen, durch zum Beispiel den kostenfreien Probemonat. Oder einfach ein Webinar, was wir regelmäßig anbieten und die vorstellen. Ganz genau, Damian ist nämlich so verrückt, dass er kostenfreie Webinare gibt. Ja. In den Shownotes des Podcasts findest du dazu direkt den Link lidi-family.com/Webinar. Dort kannst du dich kostenfrei eintragen und dir das einfach mal anschauen. Aber jetzt wollen wir direkt mal ins Eingemachte gehen. Damian, erzähl mal, du hast Lidi gegründet. Was war deine Grundmotivation und wie und wann gab es den ersten Moment in deinem Leben, an dem du die Führung für dein eigenes Leben übernommen hast? Und was war die Konsequenz daraus? Wir haben über 16 Jahre Persönlichkeitsentwicklung hinter uns. In Deutschland, Österreich, Schweiz, deutschsprachig. Und ich habe immer die Idee gehabt, was können wir machen? Was können wir machen, um dieses Wissen, was wir in Deutschland aufgebaut haben, aus der Erfahrung mit über 600.000 Menschen in über 1.500 Seminaren, Webinaren, Einzelcoachings und so weiter. Wie kriegen wir dieses Wissen in die Welt? Denn mir wurde auf meinem Weg eins vollkommen klar. Menschen sind immer dann in ihrem Drama, immer dann in der Limitierung, immer dann unzufrieden. Aus der Unzufriedenheit fangen sie an, auf andere Menschen loszugehen, andere zu beschuldigen. Und der ganze Stress in der Welt entsteht, weil Menschen nicht die Freiheit leben und führen, die sie sich vielleicht eigentlich wünschen. Warum? Weil sie es in der Schule nicht gelernt haben, wie man ein selbstbestimmtes, freies Leben, freie Zeiteinteilung, finanzielle Freiheit, wie man das selbstbestimmt erschafft. Ich meine, ich bin nicht mit einem goldenen Löffel im Mund geboren worden. Mein Vater hat damals, als ich groß geworden bin, gerade seine Steuerberatungskanzlei eröffnet. Er war viel am Arbeiten, hatte ein Hobby, also war mehr am Reitstall als bei uns in den Kinderzimmern. Ich habe nur 2 Schwestern. Und ich habe also über Unternehmertum, über finanzielle Freiheit und so weiter eigentlich gar nichts mitbekommen. Aber ich hatte ein Umfeld, nämlich mein Vater und meine Mutter, die immer, wenn ich was vorhatte, gesagt haben: Probier es aus, du wirst schon einen Weg finden. Und dieses Probier es aus, du wirst einen Weg finden, hat zu ganz besonderen Fähigkeiten geführt, nämlich Selbstbewusstsein, Selbstvertrauen, schlussendlich nachher in meiner Reise auch Selbstwert, Selbstliebe und zu einer sehr, sehr abenteuerlichen Reise zum
ersten Millionär unserer Familienstruktur, unseres Familienstammbaums. Und dazu gibt es die Geschichte zu diesem Antrieb. Ich habe mit 6 Jahren ein Weihnachtsfest gefeiert mit einem guten Freund und in diesem Weihnachtsfest hatte ich mir mit meinem guten Freund eine Collage gebaut. Also wir hatten 1:1 den gleichen Wunschzettel, weil wir dachten, wenn wir den gleichen Wunschzettel haben, kriegen wir auch das Gleiche. Und obendrauf gab es damals so ein Bild von so einem Bonanza-Fahrrad. Gab es bei Schütte in Gifhorn, da bin ich groß geworden und wir standen immer davor, Nase platt gedrückt, weil, oh geil, so ein Fahrrad mal haben. Mit so Ballonreifen, so einem großen Lenker, langen Sattel. Und bei mir stand das oben, bei Sören stand es oben. Dann haben wir Weihnachten zusammen gefeiert und Sören hat ein Bonanza-Fahrrad vom Weihnachtsmann bekommen und ich nicht. Und dann weiß ich noch, bin ich damals zu meinem Vater und habe gesagt, ey Papa, bin ich denn nicht so ein guter Junge, bin ich nicht so lieb? Warum kriege ich von dem Weihnachtsmann kein Bonanza-Fahrrad? Dann habe ich meinen Vater das allererste Mal weinen sehen. Und er hat dann sowas gesagt, ja, wir können uns das gerade nicht leisten. Das habe ich damals überhaupt nicht verstanden, sondern ich war stinksauer. Ich war stinksauer auf diesen Weihnachtsmann und bin damals rausgerannt durch die Küche, Flur, so eine Treppe runter. Dann lag Gott sei Dank Schnee. Ich bin trotzdem auf so freigefegten Waschbetonplatten mit dem Gesicht aufgeschlagen. Dann hatte ich so Schürfwunden, bin weitergerannt auf die Wiese hinterm Haus, habe die Arme hochgerannt und habe gesagt, Weihnachtsmann, wenn du mir meine Träume nicht erfüllen kannst, dann werde ich so reich, dass ich mir die selber erfüllen kann. Und aus diesem Antrieb heraus gab es sehr, sehr viele Begegnungen, sehr viele Umstände, in denen ich mich mit Geld, mit Unternehmertum beschäftigt habe. Ich hatte mit 14 Jahren meine erste Firma, mit 14,5, 5 Mitarbeiter, mit 16 Aktienclub, mit 18 Autotuning-Teileunternehmen, mit Anfang 20 ein Finanzdienstleister, über 50 Mitarbeiter. Dann kam ein Callcenter dazu und dann habe ich mit Ende 20 mal alles verloren, weil ich einer Person mehr vertraut habe als all den Menschen um mich drumherum. Diese Person, die war damals ein Hochstapler, mit dem ich viele Unternehmen gegründet hatte. Der sollte eigentlich mein Mentor sein. Dem habe ich mehr vertraut als allen anderen. Das Ergebnis war 8,35 Millionen Schulden und ein Selbstmordversuch mit zu viel Wodka und zu wenig Schlaftabletten. Das habe ich dann also überlebt und bin dann aus so einer Badewanne ausgestanden in so einem kleinen Hotel hier in Gifhorn und dachte so, ey, ich kriege das noch nicht mal mit dem Beenden meines Lebens hin. Du hast es also richtig verkackt, Damian. Und dann habe ich ein Umfeld, was mir dabei geholfen hat, mir Fragen zu stellen. Und dann habe ich irgendwann diese Motivation wieder übernommen und gesagt, ey Mensch, ich kann dem doch nicht die ganze Macht über mein Leben geben, dieser einen Person, ja, die mir da nun alles genommen hat, sondern irgendwann kam die Erkenntnis, ich war daran beteiligt. Und in diesem Moment, in dem ich das Opfertum verlassen hatte, diese Erfahrung, er war's, und das kennen die meisten Menschen. Die hat jemand wehgetan, du wurdest belogen, betrogen, dir hat jemand was versprochen und das nicht eingehalten. Vielleicht gab es Übergriffe emotionaler oder körperlicher Natur. Jeder Mensch trägt dort irgendwie sein Päckchen. Und die meisten Menschen halten an dem Päckchen fest. Und solange sie festhalten, geben sie dem Täter die ganze Zeit die Superpower, dass sie sich klein fühlen, dass sie ein Opfer sind. Und ich wollte kein Opfer mehr sein. Und in dem Moment, in dem ich gesagt habe, ey, ich hole mir die Macht zurück, ich war daran ja beteiligt. Und ich bin nur darauf gekommen, weil es eine Freundin gab, die sehr, sehr liebevoll immer wieder die Frage gestellt hat, Damian, was ist denn dein Anteil daran? Und diese Freundin hat mir dabei geholfen, über liebevolle Hartnäckigkeit selber die Erkenntnis in mir reifen zu lassen, ich hatte einen Anteil, ich habe den in mein Leben gelassen. Ich habe den damals nicht überprüft, ich wollte die Geschichte von ihm glauben. Und in dem Moment, wo ich das brach dieses ganze Konstrukt des Opferdaseins in mir zusammen und ich habe gesagt, so, jetzt hole ich mal mein Leben zurück. Was muss ich eigentlich machen? Was stimmt eigentlich mit mir nicht? Dass ich mit Anfang 20 schon ein paar Millionen auf dem Konto hatte und mit Ende 20 hatte ich auf einmal ein paar Millionen Schulden. Also irgendwas muss in mir sein, das diesen Reichtum nicht halten kann, nicht aushalten kann. Kam Geld, ging Geld, kam Geld, ging Geld. Und dann kam viel Geld und dann ging das wieder. Das Spannende ist, erst über die persönliche Entwicklung meines Mindsets, also mentales Training, Persönlichkeitsentwicklung, Coaching, habe ich verstanden, dass es tief in mir eine Wunde gab, eine Selbstwertwunde, die ich versucht habe, durch Leistung im Außen zu kompensieren. Und nachdem ich das verstanden hatte, konnte ich die Wunde in meiner Innenwelt schließen. Und nach dem Schließen der Wunde in der Innenwelt ging alles relativ schnell. Aus 8,35 Millionen Schulden wurden auf einmal viele Millionen Vermögen, die ich seitdem auf einmal halten konnte. Also von meinem Dramamoment mit Selbstmordversuch und so vielen Schulden und tiefer Depression zu finanzieller Freiheit hat es weniger als 3 Jahre gedauert. Und dann wollten auf einmal Menschen wissen, die das mitbekommen haben, wie hast denn du das gemacht? Dann habe ich angefangen, den Menschen zu erklären, wie ich gelernt habe, wie ich gedacht habe, wie ich Verantwortung übernommen habe. Ich hatte dann alles rund um die universellen Gesetzmäßigkeiten studiert. Hermetische Gesetze,
die Stoiker, mich mit therapeutischen Ansätzen der Gestalttherapie, klinischer Hypnose ausgebildet und so weiter. Also ganz, ganz viel. Und ich habe diese Dinge immer in meinem Leben ausprobiert. Ich habe alles, was ich an Gedanken hatte, ausprobiert. Viele Dinge haben nicht funktioniert, aber es gab ein paar Dinge, die haben richtig gut funktioniert. Und die haben so gut funktioniert, dass ich auf einmal so finanziell frei war nach weniger als 3 Jahren, 2010, dass Menschen dann gefragt haben: „Wie hast du es gemacht?“ Und dann habe ich angefangen, denen das zu erklären und die fanden das witzig, aber sie haben auch viel dabei gelernt. Und die haben eben gemerkt, dass ich das nicht angelesen habe, sondern dass das mein Leben ist. Dass mein Leben geprägt ist von Dingen, die ich ausprobiert habe, von Erfolg. Und dass ich gelernt habe, was erfolgt, wenn man bestimmte Dinge in Zusammenhang bringt. Und ich aber auch gelernt habe, was Menschen für einen gigantisch hohen Preis zahlen, wenn ihre Innenwelt nicht stabil ist, wenn sie innere Konflikte haben, dysfunktionale Verhaltensmuster, dysfunktionale Denkmuster, wenn sie Werte- und Loyalitätskonflikte in sich tragen. Und das sieht man manchmal bei den Menschen nicht. Manchmal denkst du, jemand ist erfolgreich, weil er einen Ferrari fährt, einen Lambo fährt, weil er ein paar Immobilien hat. Aber selbst die größten Konstrukte, die gebaut werden, fallen in sich zusammen, wenn derjenige, der sie erbaut hat, innerlich nicht über ein unfassbar starkes Fundament an Selbstbewusstsein, Selbstvertrauen, Selbstwert und Selbstliebe verfügt. Es gibt eine Menge, die haben hohes Selbstvertrauen und ein Selbstbewusstsein, aber es gibt nur wenig Menschen, die auch als Unternehmer innerlich einen großen, stabilen Selbstwert und auch eine stabile Selbstliebe haben. Und nachdem ich das alles verstanden hatte, habe ich angefangen, Menschen zu analysieren und zu beobachten und anderen zu erzählen, was mit diesen Menschen passieren wird. Und dann habe ich ein kleines schwarzes Buch etabliert. Da schreibe ich immer meine Predictions rein, was in der Wirtschaft passiert, was mit einem Unternehmen passiert, mit einem Unternehmenslenker. Und die Ergebnisse, die da rauskommen, die machen manchmal anderen Menschen Angst, manchmal auch mir selbst, weil sie sehr präzise sind. Sie sind sehr präzise. Und manchmal ist es so, dass ich 5 Minuten mit jemandem spreche und ihm sehr klar erklären kann, was eigentlich die dysfunktionalen Verhaltensmuster sind, warum er mit seinem Unternehmen nicht vorankommt, in der Beziehung nicht vorankommt, mit der Gesundheit nicht vorankommt, mit seinem Business nicht vorankommt, mit seinen Kunden nicht vorankommt, warum es im Geschäft einfach nicht vorangehen kann. Dann erkläre ich denen das, dann erkläre ich denen genau, was sie machen müssen. Und auf einmal, zack, verändert sich das Leben von diesen Menschen. Und es hat sich dann rumgesprochen, dann wurde das immer größer. Und dann haben wir beide zusammengesessen und gesagt: „So, und wie kriegen wir jetzt dieses Wissen eigentlich in die Welt?“ Weil dieses Wissen einfach das Leben von 600.000 Menschen jetzt schon massiv verbessert hat. Und ich glaube, dass wenn wir das ins Englische bringen, ins Hindi, also die Sprache in Indien, in das Japanische, in das Chinesische, ins Englische, Französische und so weiter, dann würden wir so viel mehr in der Welt bewegen können. Dann würde sozusagen das, was wir machen, eine neue Schule. Eine Schule des Denkens, eine Schule des Erfolgs, eine Schule der außergewöhnlichen Konzeption, die Schule der Liebe, die Schule der Kommunikation und all das in einem Konzept. Und dann haben wir beschlossen, nachdem ja jetzt KI ja den großen Erfolgszug angetreten hat vor ein paar Jahren, haben wir gesagt: „Ey, wir haben jetzt die Möglichkeit, dieses ganze Wissen videotechnisch aufzubereiten und über die KI in alle Sprachen der Welt zu übersetzen.“ Aber es kommt eben aus der Quelle. Es kommt aus purer Praxis. Es ist Street Smart, von der Straße für die Straße. Und dann haben wir es gemacht. Und dann haben wir es ins Konzept gepackt und ich habe letztens gesagt: „Lidi ist nicht nur das, was Schule immer hätte sein sollen, sondern die meisten Menschen beschweren sich in Deutschland, Österreich und der Schweiz über das Bildungssystem, während wir einfach ein vollkommen neues gebaut haben. Eins, was Menschen dabei hilft, im Leben klarzukommen, mit sich klarzukommen, ihre Wunden der Vergangenheit zu heilen und im Leben extrem erfolgreich zu werden, sich selbstbestimmt finanzielle Freiheit zu kreieren. Und die meisten Menschen können es nicht glauben. Dann lernen sie Lidi kennen, manchmal über ein Webinar, manchmal über einen kostenlosen Probemonat oder sowas. Wir haben da verschiedene Konzepte. Und die das machen, verändern sich und ihr Leben in einer Geschwindigkeit, das ist manchmal fast zu schön, um wahr zu sein. Manchmal klingt es wie ein Verkaufsargument. Andere sagen: „Ich kann es nicht glauben.“ Ich meine, ich kann es manchmal selber kaum glauben, was wir da geschaffen haben. Und dass bereits am Tag der Vorstellung, am 8.3.2025, über 5.200 Menschen gesagt haben: „Ich will es kennenlernen, ich bin dabei.“ Und seitdem arbeiten wir daran, dass es immer runder wird, die Technik zu verbessern, den Zugang zu verbessern. Und ich meine, wir haben Menschen aus den Philippinen, die dabei sind, aus Kanada, aus Costa Rica, Brasilien, aus Kamerun, ja. Es gibt schon Workshops, also Lidi-Member finden sich schon zusammen und es bilden sich regionale Klassen, die sich gegenseitig in diesem Wissen unterrichten. Wir haben sogar
nach weniger als 12 Monaten die erste Leady-Millionärin hervorgebracht. Aber dazu müssen wir einen eigenen Podcast machen. Ja, das ist eine sehr clevere Idee. Dieser Podcast ist übrigens auch nicht nur dafür da, damit wir hier was erzählen oder Inhalte aufbereiten, sondern auch mit euren Fragen interagieren. Ja. Wenn ihr also Fragen habt auf euren Herzen, dann lasst sie uns zukommen. Es gibt verschiedene Podcast-Plattformen, in denen ihr direkt kommentieren könnt, unter anderem bei Spotify. Einfach in die Kommentare zur Folge eure Frage reinschreiben. Ja. Wir lesen sie uns durch und beantworten sie dann in den darauffolgenden Episoden. Jetzt ist ja Selbstführung ein Thema, du hast es gerade schon gesagt, das finanziell auch sehr frei machen kann. Ja. First Millionaire of Your Family ist ja auch einer der Sprüche, einer der Mottos von das stimmt. Leady. Naja, aber der ist entstanden, weil mich irgendwann jemand gefragt hat, Damian, bist du reich? Da habe ich gesagt, die Antwort war, ich bin der First Millionaire of my family. Und das hat sich dann weiterentwickelt. Dann wurde ich der First Multimillionär of my family. Das habe ich Menschen erzählt. Und daraus ist ein Mindset und auch eine Bewegung geworden. Diese Idee, ich erlaube mir den Gedanken, der erste Millionär oder der nächste Millionär meiner Familie zu werden. Und dann habe ich Menschen damit konfrontiert. Warum, auch jetzt an den Zuhörer, warum hast du dir noch nicht die Frage gestellt, wie du der erste Millionär deiner Familie wirst oder der nächste? Und dann gibt es so ein paar Antworten, die sind ja bezeichnend. Ja, ich bin nicht darauf gekommen. Stimmt, wenn du kein Umfeld hast, das dir die Frage stellt, kommst du vielleicht gar nicht darauf, dir die Frage selber zu stellen. Und wenn du dir die Frage nicht stellst, gibt es keine Antworten. Es gibt also kein Ergebnis. Dann haben wir eine Menge Menschen, die immer gesagt haben, ja, ich kann mir nicht vorstellen, dass ich das kann. Und das ist der Hauptkern. Du kannst nur auf das zugreifen und auf das zugehen, was du dir selbst vorstellen kannst. Wenn du dir die Geschichte erzählst, ich kann das nicht, ich glaube nicht, dass ich das kann, ich kann das nicht, ich kann das nicht, dann gehen die Menschen nicht los und lernen das, was sie lernen müssen, um diesen Erfolg zu erzählen. Erst wenn du sagst, ich kann mir vorstellen, dass ich das kann und ich fange an, darüber nachzudenken, was denn eine Abfolge von Schritten wäre, die ich gehen muss, um zu der Person, zu dem Menschen zu werden, der das sein kann. First Millionaire of Your Family. Wenn ich da einhaken darf, Leady macht es euch sogar noch viel einfacher, als euch einfach nur an den Punkt zu bringen, indem ihr sagt, jetzt muss ich mir selber vorstellen. Denn Leady ist wie ein Rezept. Und ich hatte das erst gestern Abend, da war ich einkaufen und durfte die Aufgabe lösen für meine Partnerin, für meine Frau, etwas zum Essen zu kochen und dachte mir, Flammkuchen habe ich noch nie gemacht, schön Dinkel-Flammkuchen, was kann ich denn da machen? Dann habe ich gegoogelt und die Rezeptur dafür gefunden und auf einmal war mir klar, wie Flammkuchen gemacht wird. Für den einen oder anderen ist das jetzt vielleicht ganz bekannt, für mich war es Neuland, aber mit dem passenden Rezept ging es dann doch ganz einfach und ich konnte mir vorstellen, wie ich als Koch in der Küche stehe und den Flammkuchen zubereite und Leady liefert dir genau das. Die Rezeptur mit den richtigen Zutaten, mit dem richtigen Konzept und was Damian ja auch schon zwischen den Zeilen angeteasert hat, ist Leady nicht nur das Wissenskonstrukt für ein außergewöhnliches Leben, sondern auch gleichzeitig eine Success-Maschine, ja, ein Success-System, was dich auch finanziell frei machen kann durch verschiedene Hebel, über die wir bestimmt auch noch mal viel detaillierter sprechen, richtig? Ich glaube, da machen wir einfach mal separate Podcast-Folgen zu, warum Leady selbst eine Money-Making-Machine ist, wenn man das verstanden hat. Absolut. Aber dazu braucht man ein bestimmtes Mindset. Dazu muss ich erst mal sagen, ich will in die Selbstverantwortung. Und da geht es ja los. Ne? Wir haben ja gesagt, die Kunst, sich selber zu führen. Die meisten Menschen erliegen immer wieder ihrer eigenen Angst. Damit sind sie limitiert, kommen aus ihrer Komfortzone nicht raus. Die meisten Menschen glauben nicht an sich, können damit aber auch nicht auf ihr Potenzial zugreifen, weil das können wir immer erst, wenn wir an uns glauben. Und das erklären wir bei Leady eben anhand von Beispielen von Menschen, die genau das erfahren haben, was die Teilnehmer bei Leady erfahren haben. Ja, du bist also irgendwo groß geworden, du wurdest von deiner Umgebung geprägt. Prägephase. Und all die Verhaltensweisen deiner Umgebung hat dein Unterbewusstsein aufgenommen und daraus ein Verhaltensmuster in allen Lebenslagen hervorgebracht. Du hast ein Verhaltensmuster, wie du über die Liebe denkst, über Gesundheit, über Sport, über Business, Karriere, Reichtum, Geld und so weiter. Und wenn ich dich jetzt frage, was ist Geld für dich oder was sind reiche Menschen für dich oder was bedeutet Erfolg für dich, dann würdest du anfangen, das zu beantworten und zwar deiner Prägung entsprechend. Es gibt Menschen, die sagen, Geld ist gefährlich, reiche Menschen sind Betrüger, Geld verdirbt den Charakter. Andere sagen, Geld ist Freiheit, Geld schafft Möglichkeiten, Geld hilft mir dabei, mein Potenzial zu entfalten. Die erste Person, die wird immer eine Limitierung bleiben, die wird nie Zugang zu Geld finden, weil sie Geld für sich über eine prägende Erfahrung ganz bestimmt bewertet hat. Die andere Person, die eröffnet sich auf einmal viele Kanäle, wie Geld in ihr Leben führen kann. Und das bedeutet, Geld
ist etwas im Außen und alles, was wir im Außen haben, wird durch unsere Innenwelt kreiert, erschaffen. Das ist ein bisschen wie eine Immobilie. Eine Immobilie beginnt immer mit dem ersten Gedanken. Ja, der Burj Khalifa, höchste Gebäude der Welt in Dubai. Es hatte jemand eine Idee, das Gebäude zu bauen. Dann wurde diese Idee in eine Umgebung sehr bewusst denkender Menschen, sehr mutiger Menschen und sehr visionärsstarker Menschen hineingetragen, die gesagt haben, okay, wir halten diese Idee mal, wir denken mal darüber nach, wie das geht. So, 6 Jahre Bauzeit, steht dort ein Gebäude, 827 Meter hoch, bislang immer noch das höchste Gebäude der Welt. Und das ist ein Symbol, wozu unsere Gedanken fähig sind. Ich meine, für dieses Gebäude musste eine Statik entwickelt werden, die es vorher noch niemals auf dem Planeten gab. Also Neuland. Es musste etwas Neues erdacht werden. Und wir kreieren alles im Leben, wenn man das ganz tief versteht, alles. Du hast alles in deinem Leben aus deiner Innenwelt nach außen kreiert. Und Lidi ist ein Konzept, das dir beibringt, wie diese Innenwelt so funktioniert, dass du sie für dich einsetzt und nicht mehr gegen dich. Denn die meisten Menschen haben nicht gelernt, sich zu führen und damit sind sie in ihrer Selbstlimitierung und in ihrer Selbstlimitierung führen sie innerlich Dialoge, die sind meistens gegen ihre Entwicklung gerichtet, gegen die Freiheit, gegen die Veränderung, gegen die neue Möglichkeit, gegen das, was sie wollen. Und daraus entsteht dann das dysfunktionale Verhaltensmuster in unserer Innenwelt. Und wenn man das mal verstanden hat, dann fängt man an zu schmunzeln. Ich sage immer so ein bisschen, Lidi ist so ein Konzept. Man könnte 8 Semester Harvard Psychologie studieren oder man macht das einfach bei Lidi in kurzer Zeit. Ein paar sehr clevere Köpfe haben das bereits getan. Ja. Bei Lidi in sehr kurzer Zeit sehr geile Ergebnisse erzielt. Damian, ich würde dir mal ein Feedback geben von Thomas H. Das hat er uns hier im Februar geschrieben. Ja, können wir mal zeigen. Das ist eine Trustpilot-Bewertung, die er uns geschrieben hat. Und er schreibt am 26. Februar 26, bahnbrechend. Ein bahnbrechendes Persönlichkeitsentwicklungsprogramm, das unsere Erde zum Leuchten bringt. Warum? Wir sprechen auch immer davon, jeder bei Lidi ist ein Leuchtturm, um andere zu inspirieren. Wer heute mit offenen Augen auf die Welt blickt, sieht das Leid, die Kriege, die Ungerechtigkeit und spürt tief im Herzen, es braucht Veränderungen. Vielleicht fühlst du das auch. Genau hier setzt Lidi an. Über 25 Jahre habe ich mich mit Coaching und Mitarbeiterführung beschäftigt, doch kein Programm hat mich je so berührt und unterstützt wie Lidi. Lidi ist nicht nur ein Werkzeug zur Persönlichkeitsentwicklung, es ist eine Bewegung, ein Versprechen für eine bessere Zukunft. Wer seine Familie, seinen Kindern und der gesamten Menschheit etwas Gutes tun möchte, findet hier den Weg. Für sich selbst, für andere und mit der Möglichkeit auch finanziell davon zu profitieren. Es ist ein Geschenk, das wir weitergeben können, ein Samen, der Hoffnung und Wachstum in die Welt trägt. Mein tiefster Dank gilt Damian, Valentin, Dominikus, Esteban, Dennis, Luca. Das sind alles Namen aus unserem Team. Sowie den vielen Coaches, die mit Leidenschaft und Hingabe dieses Programm lebendig machen. Ihr seid die Wegbereiter einer neuen Zeit. Also erstmal vielen Dank an Thomas. Ich glaube, das trifft es schon ziemlich gut. Und das ist ja nicht nur eine Bewertung, die wir jetzt in kurzer Zeit schon gesammelt haben, ohne dass wir das überhaupt forciert haben, sondern es gibt eine ganze Menge Menschen, die sind zutiefst begeistert von dem, was wir da machen. Das sind die das durchziehen, die das also einfach machen, die sich das erarbeiten, die in diese Selbstverantwortung gehen und dann damit im Leben richtig was bewirken. Und richtig was bewirken ist nicht nur irgendein Spruch oder ein Gelaber, sondern sind Ergebnisse. Wir haben Teilnehmerinnen und Teilnehmer, die bereits nach 4 bis 8 Wochen mehr als 200, 300, 400 Euro generiert haben. Ja. Manche sogar schon an die Tausende auf ihren Konten bekommen haben durch Lidi, ohne ein eigenes Produkt, ohne eigenen Aufwand, ohne Risiko. Einfach nur mit dem Setup, ich verändere meine Innenwelt, ich erlaube mir etwas, also die meisten Menschen sind so limitiert, dass sie sich Reichtum nicht erlauben, Erfolg nicht erlauben, eine Gehaltserhöhung selber innerlich gar nicht erlauben und damit gehen sie auch nicht auf etwas zu, was ihnen diesen Erfolg, eine Gehaltserhöhung zu bekommen, überhaupt ermöglichen könnte oder Lotto-Millionär zu werden oder irgendetwas anderes. Warum? Weil sie so limitiert sind und so in ihrem Hamsterrad im Leben gefangen sind, dass einfach nichts vorangeht. Und in diesem Moment beginnt die Selbstführung. Ich gebe mich entweder dem Drama hin oder ich treffe die Entscheidung, das Drama zu verlassen und das zu lernen, was ich lernen muss, um dahin zu kommen, wo ich wirklich hin will. Und das ist, glaube ich, die Chance, das Geschenk auch dieses Podcast, dass du dabei begleitet wirst, Lidi für dich kennenzulernen, zu entdecken und auch für dich zu nutzen. Diese erste Episode ist ein kleiner Pilottest, also ein Testflug.
Ja, und wir haben einfach gesagt, es muss einfach mal einen Podcast geben, in dem wir dokumentieren, wie Lidi funktioniert, wie viel Erfolg dadurch hervorgebracht wird, was wir überhaupt für Denkmuster in uns tragen, wie wir als diejenigen, die das Ganze maßgeblich gestalten, um es in die Welt hinauszubringen. Ich meine, ich hatte damals eine Idee. Heute sind so viele Menschen an diesem Projekt beteiligt, dass das weit über meine Person hinausgeht. Ich bin eigentlich nur noch das deutsche Sprachrohr eines gigantischen Konzeptes, das gerade die Welt erobert. Und für viele wird es so sein, das habe ich letztens erklärt, dass die meisten Menschen warten immer darauf, dass sie mal zur richtigen Zeit am richtigen Ort irgendwo sind. Und dann erkläre ich den Menschen, es bringt nichts, es bringt dir überhaupt gar nichts, zur richtigen Zeit am richtigen Ort zu sein, wenn du die falsche Person bist. Das bedeutet, stellt euch vor, es wäre das Jahr 2000, Facebook würde irgendwie gerade entstehen und du bist in einem ganz, ganz kleinen Kreis und Mark Zuckerberg sagt, hast du Lust, 10.000 Euro zu investieren oder 5.000 oder 1.000 und du fängst an zu zittern und sagst, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, was soll denn Facebook jemals werden? Das ist alles viel zu gefährlich, ach, das ist alles nichts für mich. Hättest du damals investiert, wärst du heute ungefähr 10 Millionen reich. Heute aus der Retrospektive würdest du vielleicht sagen, ja klar, hätte ich es gemacht. Die Wahrheit ist, du hättest es wahrscheinlich nicht gemacht, weil du gar kein trainierter Investor bist. Genauso wie bei Bitcoin. Die meisten Menschen waren 2010, 2012 nicht bei Bitcoin dabei. Warum? Weil sie keinen Bezug hatten, sich nicht mit Finanzen beschäftigt haben. Die, die es gemacht haben und damals 100 Euro investiert haben, haben viele Millionen an Vermögen aufgebaut durch 100 Euro. Das waren die Pioniere. Die waren zur richtigen Zeit am richtigen Ort, die richtige Person, die auch diese Entscheidung treffen konnten. Und ich glaube, dass Lidi so etwas ist wie eine Once-in-a-Lifetime-Chance. Die, die das jetzt hören, die überhaupt durch irgendwelche Umstände von diesem Konzept hören und dann offen genug sind, klar genug sind, sich die Zeit zu nehmen, sich den Raum zu nehmen, sich damit zu beschäftigen und es dann tun und umsetzen. Das werden die sein, die so unglaublich davon profitieren werden, dass sie sich in vielleicht 15 Jahren zurückerinnern und sagen, damals habe ich einen Podcast gehört. Dann habe ich angefangen. Dann wurde mein Leben extrem geil. Aber viele werden den Podcast hören und einfach nichts verändern. Und nichts verändern bedeutet, du sagst zu deinem alten Leben, so wie es ist, einfach weiter ja. Und die meisten Menschen haben in ihrem alten Leben eben Mangel, Entbehrung und meistens das Gefühl, naja, mein Leben ist nur durchschnittlich, aber nicht außergewöhnlich. So, wenn du da raus willst, kannst du nicht das Gleiche machen und ein anderes Ergebnis erwarten, sondern es braucht massive Veränderungen und dann muss ich eben in mich das an Wissen hineinladen, was mir dabei hilft, dahin zu kommen, wo ich hin will. Und das ist Lidi. Lidi ist die Universität für ein ziemlich außergewöhnliches Leben. Und ich glaube, dass das ein ultraschöner Schlusspunkt ist. Unsere Einladung an euch ist, bringt euch ein, schreibt Kommentare, stellt eure Fragen. Am besten direkt in den Kommentaren unter diesem Podcast. Und wenn ihr Lidi noch nicht kennt, dann klickt auf den Link in den Shownotes, Ja. lidi-family.com/Webinar und seid dabei bei einem der nächsten Webinar Möglichkeiten, in denen Damian dir erklärt, wie Lidi auf dein Leben wirken kann und warum du diese Folge vielleicht jetzt auch gehört hast. Denn du erinnerst dich an den Titel der Folge, verpasst diese Folge, du verpasst ein geiles Leben, denn dann hättest du nicht davon erfahren, dass Lidi für dich jetzt zur Verfügung steht. Wir werden in diesem Podcast sicherlich auch mal den einen oder anderen Lidi-Gast live dabei haben. Ja. Wenn ihr euch also für die Veränderung in eurem Leben interessiert, für ein außergewöhnliches Leben, für die Verbesserung des eigenen Lebens und wenn ihr anderen eine Freude machen solltet, solltet ihr diesen Link jetzt den Menschen schicken, die ihr sehr liebt und die das hier auch hören sollten. Warum? Wir werden sowieso eine Bewegung starten. Es ist sehr clever, sehr früh dabei zu sein.